Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. In den nächsten Minuten reden wir über etwas, das jede Nacht passiert. Oder eben nicht. Über Schlaf. Aber nicht im Sinne von ausgeschlafen fühlen, sondern über das, was Schlaf und dein innerer biologischer Takt wirklich für deine Langlebigkeit bedeuten. Ich spreche hier von zirkadianer Gesundheit, also davon, wie gut dein Körper mit dem natürlichen 24-Stunden-Rhythmus synchronisiert ist. Und die Wissenschaft ist hier eindeutig. Schlechter, unregelmäßiger Schlaf ist einer der stärksten, aber am meisten unterschätzten Risikofaktoren für vorzeitiges Altern und frühen Tod. Kurz vorab, es geht hier nicht um veraltete Schlafhygienetipps. Aktuelle Großstudien und neue Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft zeigen, wie tief Schlaf in Mechanismen wie Alzheimer-Prävention, Immunregulation und Herzgesundheit eingreift. Heute erkläre ich dir, erstens, was die neueste Forschung zu Schlaf und Sterblichkeit sagt. Zweitens, welche biologischen Mechanismen dahinter stecken. Drittens, praktische, sofort umsetzbare Maßnahmen inklusive einer Beispiel-Tages- und Abendroutine. Und viertens, welche Schlafmythen du endlich hinter dir lassen kannst. Beginnen wir mit dem, was aktuelle Großstudien zeigen. Eine prospektive Kohortenstudie von Windrid und Kollegen, veröffentlicht 2024 im renommierten Fachjournal Sleep, untersuchte über 60.000 Personen aus der UK Biobank über mehrere Jahre mit objektiven Schlafmessungen. Das überraschende Ergebnis: Schlafregelmäßigkeit ist ein stärkerer Prädiktor für das Sterblichkeitsrisiko als die reine Schlafdauer. Menschen mit den unregelmäßigsten Schlafmustern hatten das höchste Risiko für frühzeitigen Tod, und zwar unabhängig davon, wie viele Stunden sie insgesamt schliefen. Das wird durch eine aktuelle Meta-Analyse von Ungvari und Kollegen aus 2025 bestätigt, erschienen in Gero Science. Hier wurden 79 Kohortenstudien ausgewertet. Das Ergebnis? Zu wenig Schlaf, also unter 7 Stunden pro Nacht, erhöht das Sterblichkeitsrisiko um 14%. Zu viel Schlaf, 9 Stunden oder mehr, sogar um 34%. Das optimale Fenster liegt bei 7 bis 8 Stunden. Und das ist kein Einzelfund. Es ist ein konsistentes Muster über viele Populationen hinweg. Besonders bemerkenswert: Eine Studie in Neurology, veröffentlicht Ende 2025, zeigte, dass Menschen mit schwächeren und unregelmäßigeren zirkadianen Rhythmen ein signifikant höheres Demenzrisiko aufwiesen. Ein schwacher Körpertakt könnte damit eines der ersten messbaren Warnsignale für neurodegenerative Erkrankungen sein, noch bevor kognitive Symptome auftreten. Warum ist Schlaf so fundamental für Longevity? Kurz gesagt, über mehrere miteinander verknüpfte biologische Wege. Das glymphatische System. Während du schläfst, aktiviert dein Gehirn sein eigenes Reinigungssystem, das sogenannte glymphatische System. Cerebrospinalflüssigkeit spült dabei Abfallstoffe aus dem Gehirngewebe, darunter Amyloid-Beta- und Tau-Proteine, die sich bei Alzheimer im Gehirn ansammeln. Eine bahnbrechende, randomisierte Crossover-Studie von Dagum und Kollegen, erschienen 2026 in Nature Communications mit 39 Teilnehmenden, konnte erstmals direkt beim Menschen zeigen: Schlafaktive glymphatische Prozesse erhöhen die Ausleitung dieser Alzheimer-Biomarker ins Blut messbar. Schläfst du schlecht, stockt die Entsorgung und die Ablagerungen häufen sich über Jahre an. Cortisol und die Stressachse. Schlafmangel stört die sogenannte HPA-Achse, die Verbindung zwischen Hypothalamus, Hypophyse und Nebenniere. Das Resultat? Chronisch erhöhte Cortisolspiegel. Und erhöhtes Cortisol begünstigt Insulinresistenz, systemische Entzündung und Bluthochdruck. Allesamt klassische Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und beschleunigtes Altern. Das Immunsystem. Eine 2025 erschienene Übersichtsarbeit belegt: Ausreichend Schlaf stärkt die Immunüberwachung und die Bildung immunologischer Gedächtniszellen. Chronischer Schlafmangel hingegen erhöht proinflammatorische Botenstoffe wie IL-1-Beta und IL-6, ein Treiber für chronische Niedriggradentzündung. Denjenigen unter euch, die das Ernährungsvideo kennen,
Das ist derselbe Entzündungsmechanismus, den wir dort besprochen haben. Die zirkadiane Uhr. Jede Zelle deines Körpers trägt eine eigene innere Uhr. Diese Uhren werden durch externe Zeitgeber synchronisiert, allem voran Licht. Morgens empfangenes Sonnenlicht setzt die innere Uhr zurück, supprimiert Melatonin und hebt Cortisol an, das macht wach und fokussiert. Abends signalisiert Dunkelheit dem Körper, Melatonin auszuschütten und den Schlafmodus einzuleiten. Störst du diesen Takt dauerhaft durch Schichtarbeit, Nachtlicht, soziales Jetlag oder unregelmäßige Schlafzeiten, entsteht eine zirkadiane Fehlanpassung mit weitreichenden Folgen für Herzgesundheit, Stoffwechsel und kognitive Leistung. Alle diese Mechanismen zusammen erklären, warum Schlafqualität und Schlafrhythmus so viel nachhaltiger wirken als einzelne Schlafhacks. Jetzt wird's praktisch. Hier eine evidenzbasierte Richtschnur. Schlafregelmäßigkeit über alles. Geh jeden Tag, auch am Wochenende, zur gleichen Zeit ins Bett und steh zur gleichen Zeit auf. Die Forschung ist hier eindeutig. Regelmäßigkeit schlägt reine Dauer. Morgenlicht ist dein stärkster zirkadianer Anker. Suche innerhalb von 30 bis 60 Minuten nach dem Aufwachen helles, natürliches Licht. Eine Querschnittsstudie aus 2025 mit über 1700 Erwachsenen zeigte, Sonnenlicht am Morgen vor 10 Uhr ist mit früherem Einschlafen und besserer zirkadianer Synchronisation verbunden. Abends Licht reduzieren. Blaues Licht von Bildschirmen supprimiert die Melatoninproduktion. Etwa 2 Stunden vor dem Schlafen Lampen dimmen, Nachtmodus aktivieren oder Blaulichtfilterbrillen nutzen. Schlafumgebung optimieren. Kühle Raumtemperatur. Idealerweise 17 bis 19 Grad Celsius. Vollständige Dunkelheit und Stille sind die 3 goldenen Parameter für erholsamen Tiefschlaf. Koffein und Alkohol. Koffein hat eine Halbwertszeit von etwa 5 bis 7 Stunden. Ein Kaffee um 15 Uhr kann deinen Tiefschlaf noch spürbar beeinträchtigen. Alkohol erleichtert zwar das Einschlafen, stört aber massiv die REM-Schlafphasen und damit die kognitive und emotionale Erholung. Und so könnte ein konkreter Tag aussehen, der deinen zirkadianen Rhythmus aktiv unterstützt. Morgens. Aufstehen zur gleichen Zeit. Immer. Direkt ans Fenster oder nach draußen für 10 bis 20 Minuten natürliches Tageslicht. Kein Koffein in der ersten Stunde nach dem Aufwachen. Lass den natürlichen Cortisol-Peak erst ablaufen. Tagsüber so viel Tageslicht wie möglich. Das stärkt den zirkadianen Rhythmus und verbessert die Schlafqualität in der Nacht. Nachmittag. Letzter Kaffee spätestens um 14 Uhr. Abends ab 20 Uhr Bildschirme dimmen oder Blaulichtfilter aktivieren. Ruhige Abendroutine einführen. Leichte Dehnung, Lesen, Atemübungen. Ein konsistentes Signal an dein Nervensystem, jetzt ist Ruhezeit. Schlafenszeit. Immer zur gleichen Uhrzeit, idealerweise zwischen 22 und 23 Uhr, je nach Chronotyp. Raum kühl, dunkel und ruhig halten. Mythos 1. Am Wochenende hole ich den Schlaf nach. Falsch. Der sogenannte soziale Jetlag, also das Ausschlafen am Wochenende zur Kompensation von Schlafmangel in der Woche, stört den zirkadianen Rhythmus zusätzlich. Studien zeigen, Unregelmäßigkeit erhöht das Sterblichkeitsrisiko. Mythos 2. 5 Stunden reichen mir, ich bin daran gewöhnt. Ebenfalls falsch. Studien belegen, Menschen, die chronisch zu wenig schlafen, verlieren die subjektive Wahrnehmung ihrer eigenen Leistungseinbußen. Sie fühlen sich normal, aber kognitive Tests und Biomarker zeichnen ein anderes Bild. Mythos 3. Melatonin ist ein Schlafmittel. Nein, Melatonin ist ein zirkadianes Zeitsignal, kein Schlafmittel. Es teilt dem Körper mit, dass es Nacht ist, erzeugt aber keinen Schlaf per se.
Sinnvoller ist es, die körpereigene Melatoninproduktion durch konsequentes Lichtmanagement zu unterstützen. Wenn du heute startest, setze dir ein realistisches Ziel. Zum Beispiel, diese Woche jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen, auch am Wochenende. Nur eine Sache. Dann in Woche 2 das Morgenlicht dazunehmen. In Woche 3 das Abendlichtmanagement einführen. So entsteht Routine, ohne Überforderung. Schlaf ist keine Passivität. Schlaf ist aktive Zellreparatur, Gehirnreinigung und hormonelle Regeneration. Er ist die Basis, auf der alle anderen Longevity-Strategien, Ernährung, Bewegung, soziale Verbindung, überhaupt erst voll wirken können. Wenn dir dieses Video geholfen hat, speichere es ab, lass gern ein Like da und abonniere den Kanal, um den Algorithmus zu pushen und keinen mehrwertigen Content, der auf wahrer wissenschaftlicher Basis beruht, zu verpassen. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video, in dem wir die Rolle von Bewegung und Sport für Longevity genauer unter die Lupe nehmen. Bis bald und ciao. Wenn du heute